So, ich möchte mit euch heute ein Bikini häkeln. Und zwar habe ich da hier die Java von Online. Die hat eine Lauflänge von 158 Meter auf 50 Gramm und besteht aus 67% Baumwolle und 33% Viskose. Sie ist mercerisiert und das seht ihr hier schon, sie glänzt ein bisschen. Wir nehmen eine 3er Häkelnadel und ich habe hier schon mal das erste Körbchen vorbereitet. Das wird so aussehen. Da machen wir so ein kleines Lochmuster drumherum und eben dieses Pink, was sich sehr stark abgrenzt. Ihr müsst natürlich bei euch abmessen, ob ihr da mit eurer Oberweite hinkommt. Das ist hier circa für Größe 34. Und zwar zeige ich euch mal, bis zur Spitze, Brustspitze sind das 5,5 Zentimeter. Und die seitliche Länge beträgt bis zum äußeren Rand 9, also 8,5 Zentimeter, nicht ganz 9. Das müsste Körbchengröße 70a sein, ungefähr. Die Höhe ist 14,5 oder 15. Und die Bänder sind 30 Zentimeter lang. Die habe ich hier. Eine Reihe Luftmaschen und eine Reihe feste Maschen gehäkelt. So, wir fangen an und zwar mit 11 Luftmaschen. Wir machen eine zusätzliche Masche und dann häkeln wir zurück, feste Maschen, und zwar in die zweite ab der Nadel geht's los. Das sind 11 feste Maschen. So, jetzt ist die letzte Luftmasche und da häkeln wir 3 feste Maschen für die Rundung rein in eine Masche. Das machen wir in jeder Runde, immer an der Spitze 3 Maschen. So, nun sind wir auf der anderen Seite der Luftmaschenkette und da häkeln wir auch feste Maschen zurück. So, jetzt haben wir die letzte Masche. Nun machen wir eine Luftmasche und wenden. Nun häkeln wir wieder die nächste Runde, genauso.
Das heißt, hier an der Spitze wieder 3 feste Maschen. Die oberste mittlere Masche. Dazu müsst ihr den Faden ein bisschen anziehen, sonst könnt ihr das nicht so gut sehen. So, hier könnt ihr sehen, wo die Spitze ungefähr ist. Wir nehmen jetzt diese hier und da machen wir 3 feste Maschen rein. So, und nun geht es auf der anderen Seite wieder weiter. Jeweils nur eine Masche immer in die Maschen. So sieht das dann aus. So, wir sind jetzt fertig mit den 9 Reihen und wir machen jetzt diese Reihe mit den 2 Stäbchen, 2 Maschen auslassen, 2 Luftmaschen und wieder, also im Wechsel, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und immer 2 Maschen überspringen. Hier oben an der Spitze machen wir nur jeweils ein Stäbchen und 2 Luftmaschen an jeder Seite. So, dann geht's los. Hier machen wir erstmal 2 Anfangsluftmaschen. Hatte ich schon eine? Ja, hatte ich schon eine, aber... So, wir machen 2 Wendeluftmaschen und dann machen wir gleich in das erste ein Stäbchen. Nun lassen wir 2 Maschen aus, die beiden hier, machen 2 Luftmaschen, machen 2 Stäbchen in die übernächsten Stäbchen. Nun wieder 2 Luftmaschen und wir lassen wieder 2 Maschen aus und gehen in die nächste Masche. Hier an der Spitze machen wir jeweils ein Stäbchen in die gleiche, dann 2 Luftmaschen und noch ein Stäbchen in die gleiche Masche. Also hier eine Luftmasche, eine Masche auslassen, ein Stäbchen in die Spitze, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die gleiche Spitze. So.
Nun eine Luftmasche erstmal, um von der Spitze wegzukommen. Eine Masche auslassen. Und jetzt ganz und jetzt weiter im Muster wie an der Seite, also 2 Luftmaschen, 2 Maschen auslassen und so weiter, bis wir die Runde beendet haben. Wir wechseln jetzt die Farbe und fangen mit der Umrandung an. Machen erstmal eine Anfangsluftmasche und dann, ich meine, welche Richtung ihr macht, ist eigentlich egal. Ich gehe jetzt erstmal hier lang und mache hier erstmal eine feste Masche. Also bei 3 Runden, bei der dritten Runde machen wir die Henkel dran. So, jetzt sind wir an der Spitze, da machen wir 2 feste Maschen, 2 Luftmaschen und 2 feste Maschen rein. So, jetzt kommen die Spaghetti-Träger, die Bindebänder, und da machen wir jetzt Luftmaschen. Wir sind hier oben an der Spitze angekommen. Wir machen jetzt so viele Luftmaschen, bis wir 30 cm haben. So, jetzt sind wir fertig. Da mache ich noch 2 Luftmaschen zusätzlich und dann häkeln wir die Luftmaschenkette mit festen Maschen wieder zurück. Also in die dritte Luftmasche, ab der Nadel geht's los. Kein Stäbchen, sondern eine feste Masche. So, wir haben das Bändchen gemacht und jetzt häkeln wir einfach eine feste Masche in die Spitze. Jetzt haben wir das Bändchen fest. Jetzt häkeln wir noch die Reihe zu Ende auf der anderen Seite des Körbchens. So, wir sind jetzt hier und jetzt müssen wir noch 3 Reihen hier an der unteren Kante häkeln. Da machen wir 2 Wendeluftmaschen und dann machen wir
feste Maschen an der unteren Kante. Orientiert euch bitte an dem anderen Körbchen, dass ihr da ungefähr die gleiche Maschenzahl habt und nicht am Ende das eine Körbchen kleiner oder größer ist als das andere. Ihr müsst da öfter mal nachzählen, ob das so hinkommt. Das ist ja sehr ärgerlich, wenn man alles immer wieder aufmachen muss. So, wir machen hier 3 rein und dann sind wir erstmal fertig. So, wir sind jetzt hier unten an der einen Ecke und da müssen wir das Bindebändchen dran machen für den Rücken. Da machen wir auch in die letzte Masche ein Luftmaschenbändchen von 30 cm oder 40, je nachdem, was für einen Umfang ihr habt. Nicht zu kurz. Es kann ja ruhig ein bisschen länger sein. Die Rückreihe der Luftmaschen sind wieder feste Maschen und hier an der Ecke wird wieder eine feste Masche gemacht. So, wir nähen die beiden Körbchen hier in der Mitte einfach mit der Nadel zusammen, mit der Farbe. So, das Oberteil ist jetzt fertig. Alle Fäden sind vernäht und ich verabschiede mich jetzt, weil ich mache noch ein anderes Video für die Bikinihose. Als nächstes also weiterhin auf meinem Kanal mit der Bikinihose, auch in der Größe passend zu diesem Oberteil. Also bis dann und viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!